Heute schauen wir uns mal wieder einen IC an. Dieser ist aus der 4000er Serie. 4000er Serie ist eine Logikfamilie. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon eine andere, die 74er. Unterschied zwischen beiden: damals, als die hier rauskam, war die 4000er Serie die einzige, die auf CMOS basierte, also auf Feldeffekt-Transistoren, und hatte daher einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Heutzutage nicht mehr so relevant. Auch die 74er Serie ist inzwischen als CMOS-Varianten erhältlich. Und die meisten der 4000er Serie sind auch in der 74er Serie jetzt mit den Nummern zu finden. Der Chip, den wir uns heute anschauen, ist der 4017, ein sogenannter Dekadenzähler. Auch bekannt ist er als Dezimalzähler oder als Ringzähler. Hauptanwendungsgebiete sind Situationen, in denen man aus wenigen Pins viele Ausgänge sequenziell ansteuern muss, oder in taktbasierten Schaltungen als sogenannter Frequenzteiler. Der Chip ist in diversen Bauformen erhältlich, sowohl als DIP-Paket mit 16 Beinchen, wie wir den hier haben, als auch in diversen SMD-Bauformen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, was wir denn für Pins haben. Los geht's mit VCC und GND. Die sind CMOS-typisch ausgeführt. Bei der 4000er Serie heißt das üblicherweise, dass die bis zu 15 Volt aushalten. Etwas aufpassen muss man, wenn man einen Nachbau hat, beispielsweise aus der 74er Serie. Dort gilt da natürlich auch die Versorgungsspannung aus der 74er Serie. Das heißt üblicherweise knapp über 5 Volt als Maximum. Der nächste Pin ist ein Master Reset, wie der Name schon sagt, zum Zurücksetzen. Das heißt, wenn wir hier einen hohen Pegel anlegen, dann wird alles wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Die nächsten beiden Pins haben mit der Taktung zu tun. Wir haben erstmal CP0, das ist der normale Takteingang, und CP1, beziehungsweise nicht CP1. Nun, da kommt es ein bisschen auf die Variante an. Bei der ursprünglichen CMOS-Variante ist das Clock Enable. Das bedeutet, nur solange dieser Pin auf Ground gezogen ist, funktioniert das, wird der Clock-Input überhaupt beachtet. Wenn er auf High gezogen wird, ist der Clock-Input abgeschaltet. Hat man hingegen keinen CMOS-Part, sondern einen Nachbau aus der 74er Serie, die heute eigentlich weiter verbreitet sind, dann haben die eine andere Bedeutung. CP0 ist nach wie vor ein Clock-Input, CP1 aber auch. Der Unterschied ist, CP0 generiert einen Takt, wenn die Flanke von niedrig nach hoch steigt. Bei CP1 ist es so, dass die Flanke von hoch nach niedrig fallen muss, um entsprechend dann einen Clock-Impuls auszulösen. Benutzen kann man sie relativ identisch, denn ja, auch wenn man beim 74er den CP1 auf Ground legt, wie die Enable-Line beim Original, klappt der CP0 ganz normal. Der nächste Pin, ja, nicht Q5 bis 9, relativ seltsamer Pin, kommt daher, dass das irgendwie in der internen Logik dieses ICs wohl ohnehin mit abfällt und ja, man hatte halt noch einen Pin frei. Hat aber durchaus auch einen praktischen Nutzen, und zwar kann man ihn benutzen, um die Chips zu kaskadieren. Das heißt in diesem Fall, um die nächste 10er Stelle dann anzusprechen über einen zweiten Chip. Übrig bleiben Q0 bis Q9. Na, wer hätte es gedacht, das sind unsere Ausgänge. 10 Stück, eine Dekade. Wie man sehen kann, die Ausgänge sind leider nicht wirklich geordnet, die sind eher ein bisschen querbeet, halt so wie es von der internen Logik am sinnvollsten aufzuteilen war. Macht's bei der Verkabelung gegebenenfalls ein bisschen nervig, weil man sehr viel Kabel ziehen muss. Aber hey, ab und zu hat dann Technik doch mal das Sagen und ja, der Nutzer das Nachsehen, was die Usability angeht. So, Theorie ist schön, aber gucken wir uns doch mal ein bisschen wieder das Innere an. Und hier stellen wir uns vor, im Inneren des Chips wäre hier so ein Förderband und da ist an einer Stelle eine Glühbirne angeklebt. Auch haben wir da drüber solche kleinen Boxen und diese Boxen sind direkt verbunden zu den Ausgängen. Das heißt, die erste ist verbunden zu Q0, die zweite Box ist verbunden zu Q1 und so weiter bis zur letzten Box, die mit Q9 verbunden ist. Wie gesagt, die Ausgänge sind ein bisschen durcheinander, deswegen werde ich jetzt nicht hier irgendwie Linien eintragen, was wohin geht. Also einfach mal eine Beschreibung im Hinterkopf halten. Die Funktionsweise ist so: Wenn die Glühbirne in die Kiste reinleuchtet, dann ist der Ausgang eingeschaltet. Momentan steht die Glühbirne hier unter der ersten Kiste, das heißt Q0 ist in diesem Fall eingeschaltet, alle anderen sind aus. Wenn wir jetzt einen Takt auf CP0 erzeugen, dann setzt sich unser Förderband hier in Bewegung. Das Ganze hat eine Steuerung drin, das fährt immer nur eine Position weiter. Das heißt, wenn wir jetzt Strom auf CP0 geben, fährt das Ding von der ersten Position unter der ersten Kiste in die zweite unter die zweite Kiste. Was natürlich auch heißt, Q0 ist jetzt ausgeschaltet, stattdessen leuchtet Q1. Und dieser Zustand, der bleibt auch so lange stehen, wie wir jetzt hier etwas machen. Um weiterzukommen, müssen wir jetzt CP0 wieder ausschalten und neu einschalten, dann fährt er wieder eine Position weiter. Das Ganze können wir jetzt theoretisch wiederholen oder wir können mal mittendrin einfach jetzt den Master Reset hochziehen. Wenn wir Master Reset hochziehen, dann fährt die Lampe direkt wieder in die erste Position, das heißt Q0 ist eingeschaltet. Und zwar bleibt er das so lange, bis dass wir Master Reset wieder loslassen.
Das heißt, solange Reset aktiv ist, wird auch kein Taktsignal entgegengenommen. Lassen wir Reset wieder los, dann können wir wieder, wie gewohnt, nach vorne fahren. Und das machen wir jetzt einfach mal die komplette Länge. Vorletzte Kiste, letzte Kiste. Und was passiert jetzt? Nun, wenn wir jetzt noch einmal takten, dann merkt das dieser Motor und fährt ganz zurück. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an zu zählen. Wir haben keine Unterbrechung zwischendrin, es geht einfach vorne direkt wieder weiter. Auch habt ihr gesehen, oben Q5 bis 9 ist natürlich an- und ausgegangen entsprechend. Wie gesagt, der ist nur interessant, wenn man wirklich mehrere hintereinander schalten möchte. So, jetzt haben wir gesagt, es gibt da diverse Anwendungen für. Nun gucken wir uns mal an, welche es da gibt. Das erste ist so die klassische Anwendung. Wir haben ein einziges Signal und das wollen wir auf mehrere verteilen. Das könnte beispielsweise sein ein Mikrocontroller, der hier einen Takt eingibt und dann, was weiß ich, 10 LEDs ansteuern möchte. Und was kriegen wir dann? Hey, wir können durchtakten, wir haben ein Lauflicht. Und jetzt werden einige sagen, ja okay, aber wieso nutze ich dann einen Dekadenzähler? Es gibt ja auch andere Chips, beispielsweise ein Schieberegister, der das gleiche kann. Ja schon, aber das sind halt unterschiedliche Anwendungsgebiete. Der hier ist zwar nicht ganz so flexibel, braucht aber dafür nur ein Taktsignal. Und ein Taktsignal braucht natürlich wesentlich weniger Logik in der Ansteuerung. Ich muss einfach nur einen Pin an- und ausmachen können, das war's. Die Reihenfolge ist egal, um alles andere kümmert sich der Chip hier. Und das heißt natürlich auch, ich brauche kein Mikrocontroller oder irgendwas anderes davor, sondern ich kann auch ganz andere Sachen machen. Ich kann beispielsweise davor auch eine relativ krude Schaltung machen, die eine Audioquelle anschafft. Und schon habe ich ein Lauflicht, welches im Takt von der Musik sich dann nach vorne bewegt. Und dadurch, dass wir quasi nur den Chip haben und ein paar Teile davor und dahinter, ist das extrem einfach aufzubauen. Und ja, ich habe schon so einige Kinder und Jugendliche gesehen, die das so als Einstieg in die IC-Welt sich gebastelt hatten. Und das zweite, was ich genannt hatte, das Ganze kann als Frequenzteiler genutzt werden. Und dann nehmen wir einfach mal hier eine Rechtecksignalquelle, die mit 100 Kilohertz läuft. Und was passiert jetzt? Ja, die Ausgänge werden nacheinander eingeschaltet natürlich. Wenn wir jetzt aber nur den ersten Ausgang uns anschauen, nun, die Frequenz, die rauskommt, sind nur noch 10 Kilohertz. Wir haben also ein Zehntel von der Frequenz. Und dann könnte ich da über diverse Kombinationen auch andere Frequenzteilungen erreichen. Aber das ist dann, denke ich, doch eher eine etwas anspruchsvollere Konfiguration. Und wie immer, wenn wir uns das Ganze angeschaut haben, werfen wir auch mal einen kleinen Blick auf die Praxis. Und hier haben wir unseren Versuchsaufbau. Wir haben hier unten drin den Chip und hey, wer hat gute Augen? Es ist kein Original, es ist ein Nachbau 74HC 4017. Also entsprechend aus der 74er Serie. Dazu gibt es zwei Taster. Wir haben einmal das Taktsignal und einmal den Master Reset hier oben. Und jede Menge Kabel. Und wo sollen die schon hingehen? Natürlich an Tonnen von LEDs. In grün haben wir hier die LEDs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Also 10 Stück insgesamt. Und in rot haben wir hier noch den Carry Out. Das ist der nicht 5 bis 9. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal Strom drauf. Aber wie immer das Ganze mit abgedunkeltem Licht. So, Strom an. Und wir sehen, die LEDs leuchten bereits. Wir haben die LED 0 an und die LED nicht 5 bis 9. Wenn wir jetzt hingehen und drücken hier weiter, dann sollte theoretisch die 0 ausgehen und die nächste angehen. Yay, tut's auch. Nächste, nächste. Okay, jetzt leuchten zwei. Ich glaube, da habe ich mir, einen Kurzschluss verabredet. Nächste. So, nochmal alles festgesteckt und jetzt müssten sie auch alle durchlaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und LED Nummer 10. Gut, wir haben unser Lauflicht. Wir sehen auch immer, ab der 5. LED geht hier die rote aus. Und ja, jetzt können wir schön durchdrücken. Macht aber nicht allzu viel Spaß, oder per Hand durchzudrücken. Bauen wir uns halt noch was dran, dass wir das Ganze automatisch machen können. Ja, bemühen wir erstmal die einfachste Möglichkeit, einen Takt hinzubekommen. Ich habe hier jetzt einen Frequenzgenerator und entsprechend, wenn ich den hier dran halte, dann sollte sich das weiter bewegen. Eingestellt ist er jetzt auf 2 Hertz, das heißt alle 500 Millisekunden müsste die nächste LED angehen. Und wenn wir jetzt hier dran halten, ja, so ungefähr. Er macht alle 500 Millisekunden etwas, wie wir sehen. Das Signal ist nicht sauber genug. Er flickert ein bisschen durch. Müsste ich halt entkoppeln, wenn ich das Ganze richtig machen würde. Aber ich denke, man kann relativ eindeutig erkennen, dass das alle 500 Millisekunden ist. Ich kann ja auch mal hochdrehen. Jetzt drehen wir nochmal hoch. Ah ja, jetzt sieht es schon besser aus. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das ist jetzt bei 3 Hertz. Das ist anscheinend das Signal jetzt sauber genug, dass er richtig durchläuft. Und wir können jetzt einfach immer schneller stellen. 4 Hertz,
5 Hertz und so weiter, bis wir hier quasi durchlaufen. Okay, Frequenzgenerator ist aber natürlich auch ein bisschen langweilig, also gucken wir mal nach einer Alternative. Wo habe ich Ton? Als Basis nutze ich einfach einen Klinkenstecker, entsprechend auf der anderen Seite abgeschnitten, und ich habe einfach einen Transistor hier über den Schalter gemacht. Ich hoffe mal, der hält das einfach so aus. Ich habe jetzt keinen großen Nerv, da noch was Vernünftiges zu bauen. Und würde ich mal sagen, gebe ich einfach mal mit dem Handy ein bisschen Musik drauf. Und dann achten wir mal auf die LEDs. Und wenn wir genauer hinschauen, wir sehen, die LEDs flackern so ein bisschen hin und her, entsprechend dem Takt. Ist jetzt nicht optimal, normal müsste noch ein Tiefpass dabei, dass wir die hohen Frequenzen da rausfiltern. Aber generell funktioniert's. Und wie schon zuvor gesagt, als Frequenzteiler können wir das Ganze auch nutzen. Relativ übersichtlich, wir haben nur den Chip hier mit der Grundbeschaltung. Das heißt, in dem Fall habe ich hier den Not Clock mal festgesetzt und ja, habe hier freie Enden im Prinzip. Und ich gebe jetzt einfach wieder mit einem Signalgenerator hier eine Frequenz drauf. Und auf dem Oszilloskop sehen wir jetzt auch entsprechend Frequenz 500 Hertz. Und wenn wir jetzt uns den Ausgang anschauen, dann bekommen wir hier ein Signal. Und was haben wir für ein Signal? 50 Hertz auf dem zweiten Kanal, 500 zu 50, das heißt geteilt durch 10. Wir haben entsprechend nur noch ein Zehntel des Taktes. Kommt auch hin, wir können es jetzt auch hier nachzählen, wenn wir hier ein bisschen größer einfach machen. Jo, das müsste gehen. Und wenn wir hier uns die Takte anschauen, das ist High 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, nach 10 Takten haben wir genau wieder dieselbe Ecke, die wir vorher hatten. Also auch in dieser Konfiguration genau das, was wir erwartet haben. Oder anders gesagt, tut, was es soll.